Ein Spiel, bei dem ich langfristig immer gewinne? Mit einer gezinkten Münze und etwas Wahrscheinlichkeitsrechnung kann ich mir sowas ausdenken. Um das hier zu zeigen, verwende ich ein Baumdiagramm, Pfadregeln und 2 Zufallsvariablen. Wenn eine Münze geworfen wird, kann das Ergebnis Kopf oder Zahl lauten. Eine Darstellung in dieser Form wird in der Regel für die Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung verwendet und als Baumdiagramm bezeichnet. Wenn ich die Münze ein zweites Mal werfe, ergänze ich das Baumdiagramm an den Blättern. Warum heißen diese beiden Enden des Diagramms Blätter? Dazu muss man wissen, dass so ein Baumdiagramm genau andersrum wächst als ein Baum, wie ihr ihn aus dem Wald kennt. Die Wurzel ist oben und die Blätter sind unten. Wenn das erste Ergebnis Kopf war, wachsen hier aus dem linken Blatt 2 neue Äste und 2 neue Blätter, Kopf und Zahl, für die beiden möglichen Ergebnisse für den zweiten Wurf der Münze. Wenn das Ergebnis Zahl war, wachsen aus dem rechten Blatt 2 neue Blätter, Kopf und Zahl. Wenn ich in einem Baumdiagramm an der Wurzel starte und die Äste entlang bis zu einem Blatt gehe, nennt man das einen Pfad in dem Baumdiagramm. Es gibt also, wenn ich eine Münze zweimal werfe, 4 mögliche Pfade. Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf und Zahl-Zahl. Diese 4 Möglichkeiten bezeichnet man auch als Ergebnismenge Omega. Jedes dieser Ergebnisse ist gleich wahrscheinlich, da es ja gleich wahrscheinlich ist, Kopf oder Zahl zu werfen. Eins von 4 möglichen Ergebnissen zu bekommen, entspricht also der Wahrscheinlichkeit 25%. Das schreibe ich jetzt mal hier an jedes Ergebnis. Ich kann diese Wahrscheinlichkeit für jedes dieser 4 Ergebnisse auch in dem Baumdiagramm sehen. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf Kopf oder Zahl zu werfen ist 50-50, also bei jedem Wurf der Münze 50%. Die erste Pfadregel besagt, Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades werden multipliziert. Wenn ich das hier im Baum mache, erhalte ich für alle 4 Pfade die gleiche Rechnung. 50% mal 50% und das ergibt 25%. Ab sofort ändern wir etwas. Ich benutze ab jetzt eine Trickmünze, eine gezinkte Münze, bei der die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis Kopf mit 60% etwas höher ist als die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis Zahl mit 40%. Dadurch wird unser Baumdiagramm jetzt etwas spannender. Ich schreibe jetzt statt 60% lieber 0,6 und statt 40% 0,4. Das Prozentzeichen bedeutet ja geteilt durch 100 und 60 durch 100 ist 0,6. Diese Beschriftung des Baumdiagramms ist üblicher und ich spare mir etwas Schreibarbeit. Wenn man die Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse jetzt mit der ersten Pfadregel ausrechnet, kann man jetzt bereits sehen, dass es mit diesen Wahrscheinlichkeiten einfacher wird, ein Spiel zu konstruieren, bei dem ich langfristig gewinne. Zum Beispiel liegt die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu werfen, jetzt bei 36%. Es ist also viel wahrscheinlicher, zweimal Kopf zu werfen, als zweimal Zahl. Die Wahrscheinlichkeit dafür, zweimal Zahl zu werfen, liegt nur bei 16%. Mathematiker lieben Abkürzungen und es gibt auch eine Abkürzung für den Satz, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich zweimal Kopf werfe. Dafür definiere ich mir eine sogenannte Zufallsvariable. Eine Zufallsvariable kann verschiedene Werte annehmen und wird meistens mit einem Großbuchstaben x bezeichnet. Ich sage hier, x sei die Anzahl der Münzen mit dem Ergebnis Kopf. Welchen Wert x jetzt tatsächlich annimmt, hängt vom Zufall ab. Daher auch die Bezeichnung als Zufallsvariable. Jedem Wert von x ordne ich jetzt über eine Funktion eine Wahrscheinlichkeit zu. Formal nennt man diese Funktion Massenfunktion. f von x ist die Wahrscheinlichkeit p, dass die Zufallsvariable x einen konkreten Wert klein x annimmt. Für unser Beispiel setzen wir da jetzt die ausgerechneten Werte ein. 0,16 für x gleich 0, denn wenn ich zweimal Zahl werfe, habe ich ja 0 mal Kopf geworfen. 0,48 für x gleich 1 und 0,36 für x gleich 2. Diese Funktion kann ich auch mit einer Wertetabelle beschreiben. Das sieht dann so aus. Wie komme ich auf die 0,48 für x gleich 1? Über die zweite Pfadregel. Wahrscheinlichkeiten an den Blättern werden addiert. Die Wahrscheinlichkeit dafür, genau einmal Kopf zu werfen, ist also die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis Kopf-Zahl plus die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis Zahl-Kopf. Ob ich als erstes oder als zweites Kopf werfe, ist für x gleich 1 ja egal.
Jetzt kommt meine Spielidee. Ich bekomme von Ihnen 2 Euro für jedes Spiel. Sie gewinnen das Spiel, wenn ich zweimal Zahlen hintereinander werfe. Sie gewinnen dann 8 Euro. Ich definiere jetzt eine neue Zufallsvariable. Groß Y sei mein Gewinn bei dem Spiel. Welchen Wert y annimmt, hängt wieder vom Zufall ab. Wenn Sie das Spiel gewinnen, gebe ich Ihnen 8 Euro. Da ich als Einsatz von Ihnen vor dem Spiel bereits 2 Euro bekommen habe, verliere ich in diesem Fall 6 Euro. Also ist y dann minus 6. Wenn Sie das Spiel verlieren, gewinne ich Ihren Einsatz. In diesem Fall ist y 2 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ihnen Geld gebe, liegt allerdings mit meiner gezinkten Münze nur bei 16%, da Sie nur bei dem Ergebnis Kopf-Kopf gewinnen. Bei allen anderen Ergebnissen, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten ich hier wieder mit der zweiten Fahrtregel addiere, gewinne ich Ihren Einsatz. Aber was bringen mir diese Wahrscheinlichkeiten hier jetzt? Natürlich kann ich nicht vorhersagen, ob ich bei dem jeweils nächsten Spiel gewinne oder verliere. Das geht nicht. Das ist nicht der Punkt. Wenn ich 10 Mal mit Ihnen spiele, könnte das Ergebnis so aussehen, dass Sie 8 Mal verlieren und 2 Mal gewinnen. Wie viel Geld habe ich dann nach den 10 Spielen? Um das auszurechnen, addiere ich 2 Euro 8 Mal und minus 6 Euro 2 Mal. Insgesamt habe ich also 4 Euro eingenommen. Möchte ich wissen, wie viel ich im Durchschnitt pro Spiel eingenommen habe, teile ich hier noch durch die Anzahl der Spiele. Ihr kennt das vermutlich noch von der Berechnung der Durchschnittsnote auf dem Zeugnis. Es werden alle Noten addiert und dann durch die Anzahl der Noten auf dem Zeugnis geteilt. Tja, und jetzt habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn bei mir zweimal jemand gewinnt, gibt es 20% Gewinne und nicht 16%, denn es wurden ja 2 von 10 Spielen, also 20% der Spiele gewonnen. Da es bei 10 Spielen nicht 1,6 gewonnene Spiele geben kann, geht das ja auch nicht anders. Bei 100 Spielen kann es so aussehen, dass es zum Beispiel 16 Gewinne gibt, also 16 mal minus 6 und 84 mal 2 Euro über den Bruchstrich, geteilt durch die Gesamtanzahl der Spiele, also jetzt 100. Das ergibt dann im Durchschnitt einen Gewinn von 72 Cent pro Spiel. Natürlich kann es bei 100 Spielen auch etwas anders aussehen, aber je mehr Spiele ich mache, desto wahrscheinlicher wird es, dass 16% der Spiele gewonnen werden. Zur Vereinfachung der folgenden Rechenschritte nehme ich hier jetzt aber einfach mal an, dass auch bei 100 Spielen schon 16 davon gewonnen werden. Der Wert, den ich hier berechnet habe, ist der erwartete durchschnittliche Gewinn pro Spiel. Dieser Wert wird als Erwartungswert bezeichnet. Und ich schreibe jetzt vor die Gleichung e von groß y. Natürlich ist für die Zufallsvariable nicht festgelegt, wie viele Spiele in Zukunft gespielt werden. Deshalb schreibt man diese Rechnung normalerweise etwas anders. Wenn ich das jetzt mit 2 Brüchen aufschreibe, die addiert werden, dann kann ich aus 16 und 100 sowie aus 84 und 100 jeweils den Quotienten berechnen und schreibe dann 0,16 mal minus 6 plus 0,84 mal 2 gleich 0,72. Und genau so habt ihr vermutlich in der Schule den Erwartungswert ausgerechnet. Ihr nehmt die Wertetabelle für die Zufallsvariable, multipliziert jeweils die Spalten und addiert das Ganze dann. Jetzt wisst ihr, warum der Rechenweg für den Erwartungswert so funktioniert. So viel zu dem von mir ausgedachten Spiel mit einer Münze. Wenn ich 72 Cent pro Spiel im Durchschnitt gewinne, dann habe ich nach 200 Spielen mit etwas Glück 2 mal 72, also 144 Euro gewonnen. Nicht schlecht. Am besten, ihr überlegt euch jetzt zur Übung auch mal so ein Spiel mit einem zweimaligen Münzwurf. Das könnt ihr dann nämlich, während ihr das Video schaut, mal durchrechnen und die Inhalte damit üben. Viel Spaß damit und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da, damit auch der YouTube-Algorithmus das mitbekommt. Ich veröffentliche wöchentlich neue Erklärvideos auf diesem Kanal. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr kein neues Video. Bis dahin, macht's gut!